Auf den weißen Grasflächen der Masai Mara streifte im frühen Morgenlicht eine vierköpfige Löwenfamilie auf der Suche nach der knappen Nahrung umher. Der männliche Löwe ging voran, jeder Schritt kraftvoll, doch seine Augen verrieten Erschöpfung nach vielen aufeinanderfolgenden Tagen erfolgloser Jagd. Die Löwin folgt ihm und blickt sich stets um das neugierige Löwenjunge zu beschützen, das die neue Welt erkundet. Die sanfte Brise, die durch das goldene Gras wehte, machte die Reise der Familie gleichermaßen schön wie beschwerlich. Der männliche Löwe blieb plötzlich stehen, als er aus der Ferne über das endlose Feld den Geruch von Wildschweinen wahrnahm. Es signalisierte der Löwin, das Junge zurückzuhalten, während es sich leise auf die Spur potenzieller Beute zubewegte. Das Löwenjunge hob den Kopf, um zu schauen, seine Augen glänzten vor Aufregung, aber es blieb gehorsam zurück. Der männliche Löwe kauerte tief, jeder Schritt so leicht wie ein Gleiten über Gras, sein ganzer Körper angespannt vor Entschlossenheit. Aus der Ferne war die Herde kräftig gebauter Wildschweine mit der Nahrungssuche beschäftigt und ahnte nichts von dem sich nähernden Raubtier. In diesem angespannten Moment schien die Luft still zu stehen, als der Jagdinstinkt des männlichen Löwen mit voller Wucht erwachte. Der männliche Löwe stürmte blitzschnell los und wirbelte eine Staubwolke auf, während er seine Krallen direkt auf die nächste Beute richtete. Doch die Wildschweinherde reagierte heftig, drehte gleichzeitig die Köpfe und startete kraftvolle Angriffe, um sich gegenseitig zu schützen. Ein kräftiger Stoß mit dem Hinterteil zur Seite brachte den männlichen Löwen ins Wanken, und er verlor in dem chaotischen Umzingelungszustand beinahe das Gleichgewicht. Die beiden anderen agierten koordiniert von beiden Seiten und rammten und attackierten unaufhörlich seine Beine, was einen Gegenangriff noch schwieriger machte. Der männliche Löwe brüllte vor Wut, doch seine überwältigende Übermacht verhinderte, dass er dem tödlichen Einkreis entkommen konnte. Ein gewaltiger Stoß des größten Ebers ließ es auf den scharfen, dornigen Boden unter dem spärlichen Gras stürzen. Blut befleckte die goldene Mähne, der einst kräftige Atem wurde mit jedem Kampf allmählich schwächer. Die Wildschweinherde kam immer näher und bildete einen Kreis wilder Angriffe, was den Kampf noch heftiger machte. Das von ihnen gepostete Foto zeigt den erbitterten Moment, als der erschöpfte Löwe noch immer versuchte, die Ehre des Raubtiers zu verteidigen. Als die Wildschweinherde schließlich sah, dass der Löwe keinen Widerstand mehr leistete, begann sie sich langsam vom Schlachtfeld zu zerstreuen. Ihr Keuchen vermischte sich mit dem Staub, und zurück blieb der leblose Körper des männlichen Löwen mitten in der Graslandschaft. Eine lange Brise wehte vorbei und ließ die Blutflecken auf seinem Fell in der grellen afrikanischen Sonne glänzen. Als die Wildschweinherde außer Sichtweite geriet, stürmte die Löwin sofort vorwärts, jede ihrer Schritte von Angst erfüllt. Die Löwenjungen rannten hinterher und knurrten schwach, um alle Raubtiere zu verscheuchen, die sich dem Körper ihres Vaters nähern könnten. Die Löwin beugte sich hinunter, um zu schnuppern, ihre Augen voller Verzweiflung, als sie sah, dass der Körper des männlichen Löwen fast bewegungslos war. Sein Atem war so schwach, dass die Löwin inmitten des brutalen Kampfes kaum erkennen konnte, ob es noch lebte oder tot war. Es stieß ein langes Gebrüll aus, das über die Prärie hallte, ein Laut, der von der tiefen Verzweiflung und Angst vor einem Partner erfüllt war. Das Löwenjunge kauerte eng an seine Mutter, die Augen weit aufgerissen vor Verwirrung, als es seinen Vater regungslos auf dem blutigen Boden liegen sah. Nach einigen verzweifelten Minuten sah sich die Löwin gezwungen, ihre beiden Jungen aus Angst vor weiterer Gefahr aus der Gegend zu bringen. Die Mutter und ihr Junges gingen weg, ohne sich umzudrehen, und ließen den männlichen Löwen allein mitten in einer weiten, verlassenen Graslandschaft zurück. Es war ein Moment, in dem der Himmel über der Masai Mara leerer denn je erschien. Die Nacht brach schnell herein, ein kalter Wind, der den Geruch feuchter Erde mit sich trug, strich über den bewusstlosen Körper des männlichen Löwen. Das Mondlicht fiel auf das blutgetränkte Fell und erzeugte ein Bild, das gleichermaßen tragisch und voller verbliebener Lebenskraft war. Hyänen durchstreiften die Gegend, angelockt vom Blutgeruch, aber stets auf der Hut vor möglichen Gefahren. Die ganze Nacht rührte sich der Löwe nicht, doch ein ganz leichter Atemzug genügte, um ihn bis zum Morgengrauen am Leben zu erhalten. Der Nachttau bedeckte seinen Rücken mit einer dünnen Schicht und kühlte seinen Körper noch weiter ab, doch sein Überlebenspotenzial war noch nicht erloschen.
Der Himmel färbte sich allmählich blassrosa und kündigte einen neuen Tag an, der eine schwache Hoffnung auf Leben in sich trug. Als die Sonne über dem Horizont aufging, begannen die Ranger Isen Bele und Josef Barasa ihre frühe Patrouille. Aus der Ferne blickte Isen durch ein Fernglas und sah plötzlich einen Löwenkadaver, der einsam mitten auf einem großen Feld lag. Josef berührte sanft Ethans Schulter, als er sah, wie sich der Bauch des männlichen Löwen ganz leicht hob und senkte, ein Zeichen dafür, dass er noch lebte. Beide rannten sofort hinüber, mit Narkosepistolen und Notfallsets, die sie stets in speziellen Taschen mit sich führten. Als sie näher kamen, waren sie entsetzt über die tiefen Wunden und das getrocknete Blut, das sein prächtiges Fell bedeckte. Isen schoss vorsichtig einen Betäubungspfeil, um Gefahren zu vermeiden, falls das Tier plötzlich panisch aufwachen sollte. Josef wusch und desinfizierte die Wunden schnell und verband die schwer verletzten Stellen mit speziellen Verbänden. Gemeinsam hoben sie den schweren Körper des Löwen mit größter Vorsicht auf die Trage. Der männliche Löwe wurde auf die Ladefläche eines speziell für die Masai-Mara-Patrouillen eingesetzten Pickups verladen und war bereit, zur Rettungsstation gebracht zu werden. Auf dem Rückweg schwiegen beide, doch ihre Blicke verrieten die Entschlossenheit, dieses wunderschöne Tier zu retten. Im Rettungszentrum der Masai-Mara brachten Tierärzte den Löwen sofort in die Notaufnahme, wo er mit kompletter Spezialausrüstung ausgestattet war. Sie fertigten eine Ganzkörperröntgenaufnahme an und atmeten erleichtert auf, als sie bestätigten, dass seine Knochen weder gebrochen noch frakturiert waren. Eine andere Gruppe begann, tiefe Wunden mit starken antiseptischen Lösungen zu reinigen, um gefährliche Infektionen zu verhindern. Die Risse wurden sorgfältig einzeln zusammengenäht, wobei jeder Stich das Leben des männlichen Löwen sicherte. Nach dem Vernähen wurde der gesamte Rippen-, Bein- und Schulterbereich verbunden und das Bein auf ein spezielles Genesungsbett umgelagert. An seinem Bein war ein intravenöser Zugang befestigt, der seinem erschöpften Körper Nährstoffe und Antibiotika zuführte. 2 Stunden später öffnete der Löwe die Augen, hob den Kopf ein wenig und sank dann wieder zurück, als könne er das Gewicht nicht mehr tragen. Es blickte mit müden Augen umher, aber nicht mehr so kritisch wie zuvor. Erste Anzeichen einer Besserung waren zu erkennen. Wenn die Narkose nachlässt, lässt sie erneut nach, sodass der Körper beschädigtes Gewebe in Ruhe reparieren kann. Am nächsten Tag konnte es schon eine Weile stehen und ein paar weiche Fleischstücke fressen, die der Tierarzt in den Käfig gelegt hatte. 2 Tage vergingen, die Wunden begannen zu trocknen, die Verbände wurden gewechselt und das Tier wurde in einen halbwilden Käfig umgesetzt. Im offeneren Raum begann es sich stärker zu bewegen und kehrte allmählich zu seiner ursprünglichen, kräftigen Form zurück. 3 Wochen später waren die meisten Wunden verheilt, es waren nur noch wenige, kaum sichtbare Narben zu sehen, die Muskelkraft war jedoch nicht beeinträchtigt. Isen und Josef beschlossen, es wieder in die Wildnis zu entlassen, in der Hoffnung, dass es seine Familie, die es verzweifelt zurückgelassen hatte, wiederfinden würde. Sie injizierten ihm ein leichtes Betäubungsmittel und legten seinen kräftigen Körper in einen Metallkäfig, der für den Transport großer Tiere konzipiert ist. Der Pickup-Truck schaukelte, als er durch die Graslandschaft der Masai-Mara rollte und sich in Richtung der entlegensten Gebiete des Touristengebiets bewegte. Als sich die Käfigtür öffnete, stieg der männliche Löwe langsam herunter, seine Augen glänzten vor dem ihm vertrauten wilden Instinkt. Es verharrte einige Sekunden lang still und atmete den Duft von Wind, Gras und Sonne ein, Dinge, die sein ganzes Leben ausgemacht hatten. Dann schritt es in die weite Graslandschaft hinaus, sein goldenes Fell schimmerte im hellen weißen Licht. Isen und Josef saßen im Auto und beobachteten, wie seine Silhouette im endlosen Meer aus grünem Gras allmählich kleiner wurde. Sie hoffen, dass es die Löwin und ihre beiden Jungen finden wird, die es in ihrer Verzweiflung zurücklassen mussten. Was auch immer die Zukunft bringen mag, für einen zähen Überlebenden hat sich der Weg zur Freiheit erneut geöffnet.